Heute zeige ich euch, wie ihr die MX-Konsole, MX-Kreativkonsole installiert, ein Profil anlegt, die Tasten individuell anpasst und natürlich, wie ihr das Ganze in Photoshop nutzt. Kein langes Drumherumreden, wir gehen direkt in die Praxis. Logitech hat übrigens eine richtig einfache Anleitung, wie ihr die Konsole mit eurem Computer verbindet. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Im Grunde ist das einfach nur ein Kabel, das ihr anschließt. Kinderleicht also. Auf der gleichen Seite findet ihr außerdem die Software, mit der ihr später die Tasten individuell belegen könnt. Die Software ladet ihr einfach herunter und startet dann die Installation. Zuerst lädt das Programm ein paar nötige Dateien runter und danach klickt ihr euch einfach Schritt für Schritt durch die Installation. Nichts Kompliziertes. Deswegen springen wir direkt zum spannenderen Teil. Wir passen die Tasten genau so an, wie wir sie wirklich brauchen. Öffnet zuerst Logi Option Plus. Das ist die Software, mit der ihr alle Anpassungen vornehmen könnt. Hier werden euch erstmal alle Logitech-Geräte angezeigt, die gerade mit eurem Computer verbunden sind. Da wir uns heute nur auf die Kreativkonsole konzentrieren, klicken wir einfach darauf. Jetzt könnt ihr euch hier eine Anleitung anschauen, aber glaubt mir, mein Video ist viel besser. Deshalb klickt einfach auf Nein, danke. Als nächstes zeigt euch Logi Option Plus, welche Profile automatisch hinzugefügt wurden. Über das allgemeine Profil sprechen wir aber ein bisschen später. Wie ihr sehen könnt, hat Logi bei mir sofort erkannt, dass ich Photoshop installiert habe und dafür schon automatisch ein passendes Profil erstellt. Also ganz ehrlich, ein Standardprofil passt selten zu 100%, weil wir ja alle ein bisschen unterschiedlich arbeiten. Deshalb gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder nehmt ihr euch das bestehende Profil und passt es individuell an, oder ihr erstellt direkt von Null euer eigenes Profil. Heute machen wir uns aber leichter und ändern einfach das Standardprofil, dann sind wir schneller fertig und können direkt loslegen. Logitech hat hier schon zwei Seiten vorbereitet. Um zwischen diesen Seiten zu wechseln, klickt ihr unten einfach auf diese kleinen Zeilen. Falls ihr irgendwann merkt, dass ihr mehr Seiten braucht, klickt einfach auf Plus-Symbol und legt noch weitere an. Aber zurück zur ersten Seite. Überlegt euch zuerst, welche Werkzeuge und Funktionen ihr wirklich ständig benutzt. Wenn ihr gerade erst startet, könnt ihr ruhig erstmal meine Variante übernehmen. Sobald ihr euch dann etwas besser auskennt, macht ihr das Ganze sowieso ganz nach eurem Geschmack. Ich behalte zum Beispiel die Taste Speichern und schiebe sie etwas nach vorne, weil ich sie oft nutze. Fit on Screen lasse ich auch drin, genauso wie das Verschieben-Werkzeug. Der Pinsel, der Bereichsreparaturpinsel und frei transformieren bleiben bei mir ebenfalls. Die unteren drei Tasten tausche ich jetzt aber aus. Das mache ich wirklich jedes Mal, wenn ich retuschiere. Ich erstelle eine neue Ebene und füge eine schwarze oder weiße Maske hinzu. Links findet ihr alle Befehle. Ihr könnt entweder scrollen oder die Suchfunktion nutzen. Ich tippe also Neue ein, finde Neue Ebene und ziehe den Befehl direkt auf die gewünschte Taste. Genau das gleiche mache ich für die Masken. Ich tippe Maske ein, finde die Befehle für schwarze und weiße Masken und ziehe sie jeweils auf die passenden Tasten. Momentan haben diese neuen Tasten noch keine Symbole. Um Symbole hinzufügen, bewegt ihr die Maus über die Taste, klickt auf das Drei-Punkte-Menü und wählt Symbol bearbeiten. Auf der linken Seite öffnet sich dann eine Symbolbibliothek mit Icons für verschiedene Programme. Photoshop hat nicht immer alle Symbole parat, deswegen
suche ich manchmal in anderen Programmen nach passenden Icons. Falls euer Programm hier nicht angezeigt wird, könnt ihr über den Marketplace ganz einfach zusätzliche Symbole herunterladen. Dafür klickt ihr unten auf Weitere Symbole sichern, wählt euer Programm aus und installiert es. Wenn ich zum Beispiel Lightroom-Symbole möchte, klicke ich auf Installieren und schon sind diese Symbole verfügbar. Ich habe mir mehrere Symbole installiert, um möglichst viele Optionen zu haben. Jetzt suche ich nach einem passenden Symbol für die Maske, tippe also Maske ein, wähle ein Symbol aus und lösche den Text, weil ich ihn nicht brauche. Dann speichere ich das Symbol. Das Ganze mache ich nochmal schnell für die schwarze Maske. Und falls mir später ein anderes Symbol besser gefällt, kann ich das jederzeit wieder ändern. Schauen wir uns jetzt die zweite Seite an. Hier gibt es einige praktische und einige weniger praktische Befehle. Ebenendeckkraft, Füllmethode ändern und Maske von Auswahl lasse ich so stehen. Alle anderen tausche ich aus. Ich gehe dafür zum Ebenenmenü, wähle den Befehl Schnittmaske erstellen aus und ziehe ihn auf eine freie Taste. Danach gehe ich zu Layers. Ja, Logitech hat hier Englisch und Deutsch gemischt, also ein bisschen verwirrend. So, nun wähle ich den Befehl sichtbare Ebenen zusammenführen und ziehe ihn ebenfalls auf eine Taste. Dann nehme ich noch in Smart Objekt konvertieren und Ebenensichtbarkeit. Auf der dritten Seite, die ich vorhin angelegt habe, platziere ich jetzt meine meistgenutzten Einstellungsebenen. Gradationskurve, Verlaufsumsetzung, Dynamik, Farbbalance, Farbtonsättigung und Color Lookup. Zusätzlich gehe ich ins Farbmenü und füge schwarze Vordergrundfarbe, weiße Vordergrundfarbe und Color Picker hinzu. Auf eine weitere Seite werde ich die Werkzeuge ablegen, die ich oft brauche. Objektauswahl, Lassung, Zoom, Stift, Kopierstempel, Reparaturpinsel, Textwerkzeug und Bereich Reparaturpinsel. Die letzte, fünfte Seite nutze ich für praktische Dateibefehle wie für Web exportieren, neue Datei, öffnen und speichern unter. Auch hier ergänze ich noch fehlende Symbole genau wie vorher gezeigt. Falls ihr übrigens kein Photoshop-Profil habt, könnt ihr gleich eins hinzufügen. Klickt oben auf das Plus, wählt Anwendungsprofil und sucht euer Programm aus, etwa als Beispiel DaVinci Resolve. Gibt es dafür noch kein fertiges Profil, startet ihr eben mit einem leeren Profil. Dazu kommen wir später noch ausführlicher. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem, was wir angefangen haben. Außerdem gibt es noch den Action Ring. Das sind sogenannte Schnellaktionen, mit denen ihr beispielsweise schnell die Helligkeit eines Bereiches ändern könnt. Später zeige ich. Ich persönlich nutze diesen Aktionenring nicht besonders oft, deshalb lasse ich ihn meistens so, wie er voreingestellt ist. Ihr könnt ihn aber natürlich individuell anpassen, genau wie bei den Tasten. Wie man den Action Ring genau nutzt, zeige ich euch später, wenn wir mit allen Anpassungen fertig sind. Neben dem Tastenpad gibt es noch das Dialpad. Zum Aktivieren verbindet ihr es per Bluetooth. Schaltet es an, Schalter einfach nach rechts schieben, dreht das Pad kurz um und haltet den Bluetooth-Knopf auf der Rückseite gedrückt, bis es blinkt und verbindet es normal per Bluetooth mit dem Computer. So, nun könnt ihr das Dialpad individuell anpassen. Dafür wählt ihr oben zuerst das Profil aus, das ihr bearbeiten möchtet. In unserem Fall ist das natürlich Photoshop. Die beiden Buttons Widerrufen und Wiederholen
bleiben unverändert. Die Taste unten rechts aktiviert den Action-Ring, bleibt ebenfalls. Den großen Drehbutton ändere ich aber, um die Größe des Werkzeugs, zum Beispiel Pinsel, schnell anzupassen. Dafür gehe ich zu Tool Parameters und ziehe Size auf den Drehbutton. Die leere Taste nutze ich oft, daher bleibt sie auch. Nun kehren wir zurück zum Tastenpad. Ich klicke darauf und hier kann ich die Helligkeit der Tasten anpassen. Ich reduziere sie ein wenig, damit es angenehmer für die Augen ist. Es gibt noch einige weitere Menüeinstellungen, aber hier müsst ihr eigentlich nichts ändern oder anpassen. Zurück zur Tastenanpassung. Der erste Profil ist ein allgemeines Profil, das ihr für einfache Befehle nutzen könnt, wie zum Beispiel Lautstärkeregelung oder den Start eines Programms. Nehmen wir an, ich möchte einen Button haben, mit dem ich Photoshop starte. Ich gehe zu Open, ziehe Anwendung öffnen auf eine Taste und wähle Photoshop aus. Oder ich kann eine bestimmte Webseite, die ich oft besuche, per Knopfdruck öffnen. Ebenso kann ich Uhrzeit und Datum hinzufügen. Nun, was passiert, wenn man ein Profil selbst erstellen muss? Ich klicke auf Beginnend mit leerem Profil und bestätige das Ganze. Jetzt brauchen wir Tastaturbefehle. Ihr findet sie unter Keyboards. Ich ziehe den Befehl auf eine freie Taste und gebe ihm einen Namen, in diesem Fall Pause und Play. Dann füge ich das passende Tastaturkürzel hinzu, indem ich auf das Feld klicke und einfach die leere Taste auf meiner Tastatur drücke. Jetzt passe ich noch das Symbol an. Ich klicke auf das Stiftsymbol, suche nach einem passenden Play-Button und wähle ihn aus. Der Text soll nicht angezeigt werden, also deaktiviere ich ihn, indem ich auf das Augesymbol klicke. Und so füge ich nach und nach alle weiteren Befehle hinzu. Ihr seht, das ist gar nicht schwer. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine Liste mit Shortcuts, falls ihr sie nicht auswendig wisst. So eine Liste findet man leicht im Internet. Nun springen wir in Photoshop und ich zeige euch, wie man die Konsole nutzt. Ich möchte zum Beispiel eine neue Ebene erstellen. Ich klicke auf die entsprechende Taste und die neue Ebene wird erstellt. Nun möchte ich eine Maske dieser Ebene hinzufügen. Ich drücke die entsprechende Taste und füge eine schwarze Maske hinzu. Stellen wir vor, das war falsch. Nun klicke ich auf dem Dialpad auf die Rückgängig-Taste. Die Maske ist weg und ich kann die weiße Maske hinzufügen. Oder ich möchte ein Kleid umfärben. Ich gehe zur dritten Seite, wo alle Werkzeuge sind, und nehme das Objektauswahlwerkzeug. In der oberen Optionsleiste wähle ich das Lasso-Werkzeug und maskiere das Kleid. Dann gehe ich zur zweiten Seite, erstelle eine Farbton-Sättigung-Ebene und ändere die Farbe. Nächster Beispiel. Ich möchte Ihr Armband farblich verändern. Ich nehme den Pinsel und ändere mit dem Drehrad die Pinselgrößen. Dann male ich über das Armband und gehe ich zur zweiten Seite und aktiviere die Mischmodi. Mit dem Drehrad ändere ich den Modus, bis ich den Farbmodus ausgewählt habe. Nun zeige ich euch, wie der Action Ring funktioniert. Ich drücke auf diesen Button und alle Action Ring Optionen werden angezeigt. Ich wähle einen Bereich aus, den ich aufhellen möchte, klicke auf den Action Ring Button, gehe mit der Maus auf das entsprechende Symbol und drehe den Drehbutton nach rechts zum Aufhellen oder nach links zum Abdunkeln. Das Problem: Ich dunkle nicht das Originalbild ab, sondern die vorher aufgehellte Version.
Diese Änderungen sind also nicht nachträglich anpassbar. Deshalb empfehle ich, Helligkeits- und Farbanpassungen mit Einstellungsebenen zu machen. So könnt ihr alles später noch anpassen. Zum Beispiel möchte ich das Modell ein wenig aufhellen. Ich wähle sie aus, erstelle eine Gradationskurve und helle das Mädchen auf. Falls ich sie später abdunkeln möchte, kann ich das schnell ändern. Übrigens, wenn ihr neben der MX-Konsole noch ein Vakuumtablett nutzt, habt ihr zusätzliche Buttons und ein Drehrad. So könnt ihr euren Workflow noch effizienter gestalten. Ich habe bereits ein Video dazu gemacht, in dem ich ausführlich erkläre, wie man die Tasten und Einstellungen des Vakuumtabletts optimal anpasst. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Den Link zur MX Kreativkonsole habe ich dort auch hinterlegt. Und es gibt gerade eine Aktion von MX Kreativkonsole und Adobe. Wenn ich mich nicht täusche, bekommst du damit sogar ein kostenloses Adobe-Abonnement für 3 Monate. Schau am besten mal in die Beschreibung, falls das für dich interessant ist. Das war's für heute. Ich hoffe, die Anleitung zur MX Kreativkonsole war hilfreich für dich und vielen Dank und wir sehen uns bald wieder.